Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und auf geht es zu den Leuten. Wir haben mal unseren schönen Überzeugungshut aufgesetzt. Da ist Wilma und da ist Lager. Was soll ich denn da in dem Lager? Warte mal. Wilma Ballard leitet das Lager in Stellar Bay. Caleb lebt von einem Notfallvorrat an Bits, den er bei sich zu Hause in der Nähe des Diners aufbewahrt. Wenn dieser Vorrat irgendwie verschwinden würde, müsste er zurück an die Arbeit gehen. Caleb glaubt, dass Wilma insgeheim Geld von den Konten des Lagers abgezweigt hat. Falls du Beweise dafür finden kannst, kann er sie als Druckmittel für seine Vertragsverhandlungen mit Wilma einsetzen. Auf welche Seite wollen wir uns stellen? Ich meine, erstmal, wir schauen uns mal unsere Optionen an, ne? Got it. Heads down. Herricks Erspartes. Okay, cool. Komm, wir quatschen mal mit Wilma. Ich meine, Leute ordentlich bezahlen, gerade hier in dem Game, das wäre ja schon ist nicht so verkehrt, ne? Mal den Corporations zeigen, was los ist. Ja, wäre doch mal ganz cool. Hey, Velma, I got your caffeinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail didn't give you a hard time. Just the usual. Any word on Braxton? Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Here you go. You know, you might consider a real night's sleep instead. Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Catherine meinte, sie würde dich auch in eine der Kisten stecken, wenn du weiter so über sie redest. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. Ach, This alles job gut. has been running me ragged lately. Ja, das First, glaube ich. my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Dafür habt ihr doch garantiert Regeln, oder? We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Nun, also, du erwähntest, dass Braxton Arzneimittel gestohlen hat. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the stereobiotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Wie nett, dass du ihn nicht verpfiffen hast. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the Saltuna, fat and mostly tumor-free. Gut, dann habe ich aber also trotzdem eine schlechte Nachricht. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? So ähnlich. Er wurde bei den Ruinen von Kannibalen getötet. That's... Wow.
I sure feel like an ass now. Wie stehe ich denn jetzt da? Naja, nicht gerade gut, behaupte ich. Ich weiß nicht, wollen wir das letzte nehmen? Nee, komm, ein abscheulicher Tod. I wouldn't wish that on Catherine herself. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Mhm. Aber wer, sag mal, ist diese Catherine, die du erwähnt hast, als ich reingekommen bin? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a Ground Six spacer. Okay, dann reden wir mal über Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Wieso kannst du ihm nicht einfach seine Gehaltserhöhung geben? Caleb meinte, er brauchte eine Gehaltserhöhung, um sich sein Leben hier weiterhin leisten zu können. Die verrichten doch harte Arbeit, oder? Haben sie dafür nicht eine entsprechende Belohnung verdient? Das ist erstmal eine sehr humane Frage, ne? Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. I'll wager she don't pay those folks that maintain the mechanicals decent neither. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. Aber er meinte, er braucht eine Erhöhung, um sich sein Leben leisten zu können. Tell him to complain to Catherine in Fallbrook, not me. Sublight's demanding more money for the same contracts, which means we're all in the same boat. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire Sublight contractors at this rate. Lügen. Ich weiß, dass du einen kleinen Prozentsatz für dich abschöpfst. Was würde Sanjay wohl sagen, wenn ich ihm davon erzähle? Du hast Braxton schon verloren. Du hast schon Braxton verloren. Kannst du es dir leisten, auch noch Calebs gesamte Mannschaft zu verlieren? Sanjay wird früher oder später davon Wind bekommen. Er wird dich dafür verantwortlich machen. Ja, Ich würde so gern diese anderen Optionen mal nehmen, aber ich weiß, dass dann das da oben halt weg ist auf einmal. Das ist ja doof. Lass uns mal über was Fine anderes by reden. me. Wir reden später nochmal. Gosh, this old girl's in a rough way. Even old Bess in Edgewater was in better shape than this. Hey, you want to try running a cannery with obsolete machinery? You be my guest. Sorry, ma'am, I wasn't trying to be rude. It's just, your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh, I see what you're saying. Huh. I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? Ja, reden wir nochmal über Unless Caleb. you're here to tell me he's agreed. Ja, If ja, Caleb ja. wants to keep this job, Ja. Vielleicht entgegenkommen. Was sagst du dazu? for running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Ist halt jetzt schwer, ne? Also in der Situation, sag ich mal, wo wir jetzt gerade sind, als Menschen aktuell, in den aktuellen Zeiten, in diesem Land und so weiter, würde ich sagen, das ist dein Pech. Also, dass sie sich hier krumm macht und so, ich kenn's ja selber, das ist ja unser Pech. Also hat ja niemand verlangt. Von daher, dort wiederum, damit sie überhaupt überleben können und so, ist das schon ein valider Punkt. Wenn alle, ich sag mal, der hat ja eine ganze Crew und so weiter, wenn die alle eine Stunde länger arbeiten würden, wär's das. Dann müsste nicht einer irgendwie nochmal eine ganze Schicht mit übernehmen, sondern alle nur eine Stunde und dann wäre vielleicht auch die Bereitschaft dafür größer, dann doch mal ein bisschen Geld noch dafür zu zahlen. Ich weiß es nicht. Es ist halt jetzt schwer, aus den paar Gesprächsfetzen hier da was rauszubekommen. Aber in der Situation, in der die dort sind, ist es natürlich noch mal was anderes als in unserer bequemen Geschichte, wo wir jetzt hier in Deutschland rumoxidieren, ne? Muss man ja auch noch mal sagen.
Hm. Ja, komm, dann machen wir mal die 2. I don't even want to think about that. Or how far behind Braxton's loss alone is going to put us. Fine. Tell Caleb he and his team can have their raise, but I need them back here immediately. Something else on your mind? He's getting his raise. I don't see that we've got any more to say on the matter. Hm. And yeah, let's just say... Wieso hast du denn jetzt eigentlich Dings nicht verpfiffen? We're not like those corporate towns. Besides, the Spacer's choice... Ja, ja. Or... new, I guess. Mhm. Na gut, dann, ne? Später. Weiß nicht, wie hättet ihr euch entschieden? Ich meine, wir können wir nicht immer noch das Zeug klauen? Ich frage für einen Freund. Haben wir dann nicht Best of Both Worlds oder so? Wir haben seinen Stuff geklaut und gleichzeitig aber auch für ihn herausgeholt, dass er, ne, und so. You're an artist, Captain. So, lassen wir mal jetzt zu Caleb gehen. Oh, Caleb. Hallöchen, Popöchen. Lass mich durch. Yo, okay. Why don't you grab a chair, sit a spell, and revel with us? Ja, Mann, wir müssen über Wemmer reden. Got an update for us? We can't afford to sit this out for too much longer. Know what I mean? Ja, ich hab ja mal gut zugeredet, ne? Ihr habt jetzt euer Geld erhöht. How'd you manage that? Wait, never mind. If I question it, it'll turn out not to be true. Besides, I never follow how you got Velma to part ways with a bit card of her own accord. As agreed, here's your compensation. Ain't a lot, but I hope it shows how much we appreciate all you've done. Now me and my friends here better get back to work before Velma blows a fuse. Ja, solltet ihr. Solltet ihr. Ja, tschüss. Ja, geh. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel hier auch von Todd Howard ist. Looks like we'll be getting back to work soon. Best get back to work. Don't want to give Velma a reason to change her mind. I'll be glad to get back to work. All this sitting makes me antsy. Ja, seid doch alle durch. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt mal mit Sebastian reden hier. Kollege Sebastian, wo war denn der? Da ist er. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Was ist das für eine Anmache? Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Würdest du denn mit ihr ausgehen? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Oh, no, that's not it at all. She's smitten with you. You smited her. Smote? Smoot? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptidon tongues.
Alter, die mag dich. Du Kneifhure. Sie will einen Rabatt. Sie fühlt sich zu dir hingezogen. Oder überzeugen. Du musst es mir ja auch nicht glauben. Verbringe einfach ein wenig Zeit mit ihr. Ich verspreche dir, dass sie dich nicht nach einem Rabatt fragen wird. Nuh-uh. A lot of people think I'm not too bright, but you're not fooling me. I know she can't get these goods anywhere else. Glaubst du wirklich, dass sie all den Kram braucht, den sie bei dir kauft? Sie will doch eigentlich nur mit dir reden. Come on, that's crazy. No one would do that. Na komm, dann überzeugen jetzt aber, oder? You sound pretty sure. And she is awful nice. Give her a chance. Give yourself a chance. Take her someplace nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Ja. That's the spirit, Sebastian. Be yourself. Between you and me, Captain, I'm not sure Miss Celia knows him too well, but we can hope, right? I want them to be happy. Ja, same. Same. Der Dude ist irgendwie... Nee. Ich hätte es beinahe gesagt, komm, lass es. Weil irgendwie so... Für den geht ja alles nur um Kohle und Geschäft hier und Geschäft dort. Weiß ich nicht. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on? Er mag dich, Celia, solange du ihn nicht um Rabatte bittest. Hör mal, das ist deine Chance, genieß es und hinterfrag es nicht weiter. Also ich wandle echt zwischen 1 und 2, ne? Bei die 3, nee, das stimmt nicht. Also wenn du weiter so drauf bist, verjagst du ihn bestimmt. Nee, das glaube ich nicht. Aber hat er gesagt, dass er sie mag? Er hat gesagt, ja, es ist ja eigentlich ganz nett. Ja, aber nett ist ja auch der kleine Bruder von, wisst schon. Ich hoff's. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Gerne. Gerne. Das war's jetzt? Ja, okay. Dann Sandra. You should know you're getting excellent reviews from across the company. What can I do for you? Nee, warte mal, ich muss gehen. You should know you're getting... What can I... Wir machen erstmal das ganz normale, ne? Hier, Bolt 52, Datenmodul, bitteschön. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less.
Wie genau soll uns ein Datenmodul weiterhelfen? Du hast es klingen lassen, als würdest du mich auf die Jagd nach einer Waffe schicken. Nee, weiterhelfen. What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Also willst du wirklich gegen den Vorstand vorgehen? Mach dich nicht lächerlich. Hört sich eher nach einem Briefbeschwerer an. Erspar mir die Details und sag mir, was als nächstes ansteht. Ja, endlich kriegt der Vorstand seine Quittung. Das Blanko-Ordnungsschreiben Liquidierung Transferformular 52 wird unseren Besitz auf Monarch beschützen, indem es ihn einer temporären Holdinggesellschaft überschreibt, während wir gegenüber dem Vorstand unsere Bombe platzen lassen. Ja, komm, wir sind enthusiastisch. Komm, woo! Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table. But really, whatever gets you excited about the idea? It's definitely a firm middle finger. Mittelfinger mag ich. That's what I like to hear. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch, illegally and in secret. Is it really illegal if the board's the one that makes the rules in the first place? If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are. Klingt so, als würdest du sie selbst gut genug kennen. That's part of the problem. She has certain ambitions for Stellar Bay, and I fear my asking her would give her the leverage she's been looking for. Don't get yourself worked up, sir. It's perfectly natural to have a healthy fear of her. We really don't need to discuss this now, Celia. Also ich gehe nach Fallbrook, finde den Standort der illegalen Konzertanlage und dann... Once you subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Maybe some nice letterhead. Or someone working there. That would do it. Eine geheime Konzernbasis infiltrieren und einen Mitarbeiter entführen. Klar, kein Thema. A foolproof plan if I ever heard one. I'll leave the execution to you. Alles klar. Thank you again for retrieving the bolt. It's every bit as complex as I'd heard, but I'm up to the challenge. Anyway, what can I do for you? Nun, also, wie war das jetzt mit dieser Herausforderung? Ja, ich habe nämlich deine Evaluierung auf so einem Terminal im Aas-Gebäude gefunden. You weren't supposed to look. I asked you to delete it. Tut mir leid, die war jetzt schon geöffnet, ne? Du hättest mir sagen können, was auf dem Terminal war. Klar, ich habe dein Chaos beseitigt und dabei Raptidon-Horden bekämpft. Die war schon geöffnet. Oh, yes. No doubt someone else was having a laugh at my expense before you. This has been my albatross. The great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. Deine linke Niere? One of the executives required a transplant. Oh, I thought volunteering to donate might improve my prospects. Hat's geklappt? Apparently not. Gut. Lasst euch das eine Lehre sein da draußen. Oh Gott. Oh. Wen interessiert, was sie denken? Du hast jetzt das Sagen. Das hat man also, wenn man sein Leben einem Konzern widmet. Oh, perhaps they were right. After all, what have I built? Stellar Bay is barely keeping afloat.
Immer mit der Ruhe, du hältst diese Stadt am Laufen, trotz aller Widrigkeiten. Willst du jetzt eine Medaille? Du hast recht, dieser Ort ist ein Müllhaufen. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Nee, lass mal. Ich gehe. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Nein, nein. Nein, nein, Wicker. Nein. Nein, nein, nein. Gut, jo. Hast du noch You was look zu like a sagen? woman who's looking for... Nee, lass mal. Gut. Das war alles sehr weird. Ich hoffe, der Typ hier, ja, du, Put that away. You're making me nervous. das war auch geplant. Bricht der guten Dame hier drüben nicht das Herz, okay? Sonst breche ich dir dein Genick. Hm? Was? Nee, ah ja, ich hab's im Genick, habe ich gesagt. Das ist schwierig. Gut, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit Caleb richtig war und so. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin ein wenig, nun. Also, ich weiß gerade wirklich nicht, ob das jetzt okay war oder nicht. Oder ob wir hätten was anders machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich irgendwie so richtig schmutzig. Hey, immerhin müssen wir jetzt zweimal mit Catherine in Fallbrook reden. Okay, cool. Ich weiß es nicht. Ah ja, gut. Schauen wir mal, ne? Dann werden wir beim nächsten Mal wieder in Amber Heights vorbeischauen. Mal sehen, was es dort gibt. Und ich überdenke so mal meine Lebensentscheidungen hier. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut und Cheerio. Ciao.